Jambo und Karibu, wir sind Yvonne und René und erkunden Afrika jenseits der Touristenpfade. Seit Anfang 21 sind wir nun schon unterwegs. Zuerst mit Laila, einem MAN G90 und jetzt mit Tembo, unserem Toyota Land Cruiser, der hier in Afrika seiner Bestimmung folgt. Immer weiter, egal wo und egal wie. Kommt mit und begleitet uns. Viel Spaß dabei. Einen schönen guten Morgen aus dem Glutofen Luangas oder Luanga River. Wir haben eine schöne, kühle Nacht verbracht, nach über 40 Grad, 44 Grad, 45 Grad gestern am Tag. Es hat auch nicht richtig abgekühlt. Ist es dann doch irgendwann heute Morgen etwas auf 24 Grad abgekühlt, sodass wir uns sogar zudecken mussten. Wir saßen ja gestern Abend auf unserem Dach da oben, haben unser abendliches Essen genossen, einen Drink genossen und dann höre ich so rascheln, wie ihr vielleicht bei mir merkt beim Laufen, hört man ja das Laub und dann sind exakt hier hinter diesem Busch ist hier eine Herde Löwen entlang gelaufen. Und hier kann man sie wunderbar überall sehen. Sie sind in zwei Richtungen gelaufen. Ich zeige euch mal hier einen besonders deutlichen. Hier. Die Spuren, die jetzt bei hellem Licht nicht so deutlich sind, sind aber für mich eindeutig in beide Richtungen gelaufen. Das heißt, sie waren hier unten saufen. Da sind sie entlang. Und da ist unser Auto. Das sind keine 10 Meter. Während wir jetzt hier bei satten 40 Grad am wunderbaren Luangwa River stehen, heute auch noch Gastbesuch oder wie man sagen kann, wie auch immer, von Nicole und Arno bekommen haben. Wir zwei haben hier schön auch schon gesessen und geschnackt. Ich bin jetzt gerade aber drin, sind die Männer natürlich wieder was? Am Schrauben. Ich ärgere mich gerade, weil ich muss wegen der kleinen Schraube, muss jetzt der Stoßdämpfer noch ausgebaut werden. Aber ich habe jetzt zum Glück einen Assistenten, der mir das Werkzeug reicht. Das finde ich sehr angenehm. Und ich habe Glück, mein Assistent ist quasi eine Art Toyota-Fachmann, auch wenn er Land Rover fährt. Er ist nämlich jahrelang in Australien Land Cruiser gefahren. Und Hanomag früher. Und Hanomag früher. Und Magirus. Genau. Und wir können uns ausruhen, weil wir ja Land Rover fahren. Hier wird gerade in eine ganz sensible Kerbe geschlagen. Ich ziehe mich jetzt einfach wieder zurück. Lass mal die anderen hier schrauben. Nicole hier draußen schwitzen. Ich sitze da drin vor meinen 2 Lüftern und bin fleißig für euch. Also mein fleißiger Mann ist wieder unterm Auto. Ja. Werkzeug. Und hat 4 Schrauben rausgedreht. 4 Schrauben, wirklich. Man tut er immer so, als würde ich nichts schaffen und nur er was schaffen. Ich bin auch nur hier unten, weil hier unten Schatten ist. Hier ist relativ kühl. Ja, und da zieht schön die Luft durch. Da ist auch gerade, ich wollte gerade sagen, und vor allem der Elefant, der hier gleich ankommt, wird mich hier unten nicht entdecken. Nee. Ja, die Löwen auch nicht. Ja, die Löwen vielleicht schon eher. So, das heißt, was haben wir da? Das ist das, was Klong Klong macht. Das ist das, was Klong Klong macht. Ein fürchterliches Eisenteil. Das schmeißen wir jetzt weg, da macht er nicht mehr Klong Klong. Na, endlich eine vernünftige Idee. Das ist doch eine Lenkstange, oder? Ja, was Ähnliches. Nicole trumpft auf. Ich bin beeindruckt. Ja, wir haben ja auch mal Land Cruiser besessen. In Australien. Die waren nämlich schon 3 Jahre in Australien unterwegs. Ja. Achtung, ich kann guck mal hier, ich kann meinen Mann hauen, du. Da bleibt da ist ein Loch. Da bleibt ja ohne Fliege ein Blutfleck. Ich habe ja auch eine neue Fliegenpatsche. Ja? Ich habe dich nur von der bösen CC-Fliege gerade gerettet. Ja, das sagt sie immer. Das war der spannende Teil. Passt das zu dem, was wir haben? Das ist ein Buschi. Es ist schwarz, das heißt, es passt. Der Assistent kriegt mal eine richtige Zange. Das wäre gut. Ja. Wir haben nämlich hier endlich ein neuer Assistent. Ich bin glücklich. Genau. Und das hier müsst ihr jetzt mal gucken. Da hinten ist der Elefant. Der eine. Jetzt gerade. Gemächlich. Mal gucken, ob wir noch weitere Besuche heute bekommen. Vielleicht kommen ja wieder ein paar Löwen vorbei. Wenn nichts
Komm, brüllen wir selber. Gut gebrüllt, Löwe. Na, wer kennt denn woher diesen Ausspruch? Ich bin gespannt, wer was dazu zu sagen hat. Hinterlasst es uns doch einfach in den Kommentaren. Apropos Kommentare, wenn ihr Gefallen findet an unseren Filmen, dann hinterlasst uns doch eben solchen oder auch gerne ein Abo. Jede Interaktion mit euch hilft unserem Kanal zu wachsen und motiviert uns weiterzumachen. Vergesst nicht, die Klingel zu aktivieren, um über jede Neuigkeit informiert zu werden. Wer seine Wertschätzung gegenüber den Filmen ausdrücken möchte, uns eine Nacht auf einem Camp, ein paar Liter Diesel oder einfach ein Kaltgetränk ausgeben möchte, kann dies gerne tun. Den Link dazu findet ihr sowohl in der Videobeschreibung wie auch in unserer Bio. Super herzlichen Dank dafür, wir freuen uns immer sehr. Aber jetzt geht's einfach hier mal weiter und ich bin still. So, wir machen ein bisschen Flutsch auf die Büchse. Da macht nämlich die Büchse schön Flutsch hier rein, ist der Plan. Also hat es doch gepasst. War mein Gezetere zu früh. Selbstverständlich wie meistens. Und jetzt baut er die schönen Buchsen wieder ein. Und dann klappert ab morgen auch nichts mehr an unserem Auto. Sollten wir morgen schon weiterfahren. Und er nimmt seinen Lieblingsarbeitsplatz wieder ein. Die Menschheit denkt eigentlich, dass du da unten drunter schläfst, Ich René. gedacht, das wäre ein Schlafplatz. Ja, siehst du? Aber die wusste ich zwei, gar nicht. die haben uns sofort erkannt. Du kannst dich überhaupt nicht verstecken, René. Ich dachte, deswegen liegt die Matte hier. Schönen guten Morgen nochmal vom Luanga River. Es ist 6:30 Uhr. Wir sitzen hier draußen beim lecker Kaffee, genießen die Ruhe und genießen die Kühle. Ich habe jetzt eben aber mal aufs Thermometer geguckt. Es sind 28 Grad. Und ich hatte das Bedürfnis, mir ein T-Shirt anzuziehen. Das ist quasi kühl. 28 Grad. Es ist mit für zwei verschiedenen Thermometern ist mir das bestätigt worden. Ich finde es total crazy. Wir fahren jetzt hier nach Mufufo ein. Das ist kurz vor dem einen Gate zum Southern Luanga National Park. Und schon taucht man in eine andere Welt ein. Das ist immer total geil. Plötzlich gibt es Tourismus. Vor uns fährt ein Touristen-Safari-Fahrzeug und hier gibt es Touristenstände. Die ganze Zeit denkt man, man ist in einer anderen Welt. Jetzt kommt man wieder in eine andere Welt. Und in dieser anderen Welt gehen wir gleich erstmal shoppen oder versuchen dies zumindest. Hier bekommt ihr einen Eindruck eines Dorfsupermarktes. Neben Mehl, Zucker, Salz und Keksen gibt es Getränke und mehrere Tiefkühltruhen, wo man auch Fleisch fragwürdigen Alters erstehen kann. Ich bin bei so etwas eher zurückhaltend, wird doch die Kühlkette bei den häufigen Stromausfällen sicherlich nicht eingehalten. Der Besuch des kleinen benachbarten lokalen Marktes lohnt sich da schon eher. Ich bin zwar kein Fan von getrocknetem Fisch, aber bei Gemüse werden wir fündig. Was es tatsächlich immer in diesen Regionen gibt, sind Zwiebeln, Kartoffeln, Süßkartoffeln und Karotten. Neu entdeckt habe ich hier kleine gelbe Auberginen, die noch dazu super lange haltbar waren. Wir haben jetzt hier an der Tankstelle gefragt, ob wir Wasser füllen können. Dürfen wir, auch ohne getankt zu haben. Jetzt müssen wir mal ein bisschen die Wasserqualität testen, ob da überhaupt was rauskommt. Wir lassen immer erst einen Moment noch das Wasser durchlaufen, damit so der größte Dreck hier irgendwie umgeht. Und jetzt ist die Wasserpumpe angesprungen und jetzt kommt doch Wasser raus. Und warum guckt die Lady so traurig? Der Kühlschrank geht nicht. Schon seit gestern nicht. Unser Kühlschrank hat einen Ausfall. Der ging die ganze Zeit schon immer nur so Halbseiten auf 12 Volt. Hat er nie richtig runtergekühlt, sondern quasi die Kälte nur gehalten. Und auf 220 Volt über den Wandler ging das die ganze Zeit, eigentlich das Problem zu kompensieren. Jetzt macht das aber auch auf 220 Volt, funktioniert er nicht mehr. Geht immer auf Störung. Jetzt habe ich aber wohlweislich mir schon mal in Deutschland eine Platine besorgt, die ich mir jetzt hier mal angucken muss. Und die Hoffnung ist, dass diese Platine das Problem löst. Ob sie das tut, weiß natürlich wie immer kein Mensch. Aber das heißt jetzt Kühlschrank ausbauen, zerlegen, Platine raus, Platine tauschen und gucken, ob damit das Problem gelöst ist.
damit es wieder kaltes Bier und eine glückliche Frau gibt. Hier betreten wir ganz ehrwürdigen Grund, TV-ehrwürdigen Grund. Durch diese Lodge, ja, guckt mein Mann wieder groß, durch diese Lodge laufen regelmäßig, hier vorne ist die Rezeption, zu Erntezeiten von Mangofrüchten die wilden Elefanten genau durch das Gelände, welches wir jetzt hier vor uns haben. Da laufen die hier durch das Haus. Irgendwo im Garten muss hier nämlich ein Mangobaum sein. Doch es ist weder Mango noch überhaupt Saison und so ziehen wir uns nach einem Kaltgetränk auf unser Wildcamp zurück, um uns ernsthaften Problemen bei 40 Grad zu widmen. Fällt euch was auf? Da gehört eigentlich der Kühlschrank hin. Stattdessen ist der Inhalt verteilt. Wir haben uns eine Packung Eis gekauft. Eiscubes, Eiswürfel. Manchmal fehlt einem ja schon das deutsche Wort. Und mein Mann nimmt jetzt hier draußen unseren Kühlschrank mal auseinander, der einfach gar nicht mehr funktioniert und ziemlich warm ist. Es ist ein recht unbefriedigender Zustand, aber jetzt zerlegen wir ihn halt mal und wie schon eingangs erwähnt, werde ich mal versuchen, die Platine auszutauschen. Aber das Ding ist auch einfach so heiß. Es ist halt auch heiß, aber so heiß halt auch nicht, dass das Ding gar nicht funktioniert. Ich muss mal meinen Mann kurz hauen. Genau, überall die CC-Fliegen. Genau, hier sind halt CC-Fliegen. Das macht schon wahnsinnig. Aber gut, jetzt erstmal das Ding auseinanderbauen, die Platine da irgendwie rausfuddeln und hoffen, dass die neue Platine überhaupt da reinpasst. Da habe ich ja am meisten Angst, dass das gar nicht passt nachher. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, hier Obacht geben, länger leben. Ich glaube, das ist die Platine, die ich sogar habe. Das sieht ja relativ einfach aus. Ich muss gar nicht da hinten irgendwo reinkrabbeln. Es hat eben gerade gesagt, dass es nicht gut aussieht. Die Platine sieht ganz anders aus. Wenn Fachleute arbeiten, sagt mein Mann gerade. Der Assistent hat einfach gesagt, das machen wir so und so, das lassen wir einfach weg. Ja, ich traue meinem Assistenten auch nicht so ganz. Ich wollte gerade sagen, dann, der traut sich selbst aber auch nicht. Ob wir nach Lusaka zurückfahren müssen, um uns einen neuen Kühlschrank zu kaufen? Oh Gott. So, Beschlussfassung? Wir schrauben erstmal die Platine, die wir eben losgeschraubt haben, die schrauben wir erstmal wieder fest, weil das nicht die Platine ist, die wir haben. Das heißt, es macht gar keinen Sinn, dass die hier rumfliegt. Also schüttelt ihr einfach mal das ganze Ding durch und hofft, dass es danach wieder auf Selbstheilung... Nee, wir vermuten, dass da unten drunter irgendwo die Platine Man soll die Selbstheilungskräfte nicht unterschätzen. Genau, wir lösen das habe ich bei meinem Mann ständig. Oh, ich werde hier von CC-Fliegen attackiert. Wir müssen die Dinger ein bisschen wegbiegen hier wahrscheinlich. Die Weg, schätze ich mal. Meinst du? Darf ich euch mit gerunzelter Stirn entgegentreten? Die Männer sind Nieten. Die kriegen es nicht auf die Kette. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Was ist denn das für ein Ärgernis? Unser Kühlschrank ist kaputt und diese fähigen zwei jungen Hüpfer hier, die alles in ihrer Macht Stehende tun, um unseren Kühlschrank wieder zum Laufen zu bringen, kriegen es nicht auf die Kette. Also haben sie mich gerade beauftragt, ich soll die Rückflugtickets nach Deutschland buchen, damit wir da einen neuen Kühlschrank... Die Reise ist beendet. Ach, die Reise wird beendet. Es gibt kein kaltes Bier mehr, damit ist Schluss. Da sind sie sich ja irgendwie einig. So kann man nicht fahren. So kann man nicht fahren. Praktisch Totalschaden. Ja. Mit Blick auf den Lower... Ich will ja immer Lower Zambezi sagen, ist ja auch wieder falsch. Southern Luanga. Ich krieg diesen Fluss nicht in meinen... In Luanga. Ich krieg den nicht in meinen Kopf, diesen Fluss. Nichtsdestotrotz wird es und ist es extremst ärgerlich, weil wir haben jetzt noch einen weiten Weg durch Tansania nach Burundi, Ruanda und Uganda. Und in keinem dieser Länder ist es irgendwie... Habe ich schon wieder was falsch gesagt? Nein. Er hat mich Achso, der lacht mich immer so aus. Ist es irgendwie wahrscheinlich möglich, einen neuen Kühlschrank zu kaufen? Das heißt, theoretisch müssten wir zurück nach Lusaka. Während eine große Gruppe Elefanten von einer noch größeren Gruppe Paviane da drüben am anderen Ufer des Southern Luanga Flusses sich aufhält. Mache ich hier mal kurze Zusammenfassung. Reparatur war Eco CB40.
die laufend auf Störung geht, Batterieunterspannung, rote Lämpchen geht immer wieder an. So, Versuchsaufbau hat jetzt ergeben, nachdem ich das graue Kabel ab habe, wenn die Box einmal komplett vom Strom weg war, quasi geresettet, startet sie danach 7 Minuten, läuft sie, volle Lotte. Danach schaltet sie wieder ab für 1 Minute und dann schaltet sie wieder an für 3 Minuten. Und das geht dann quasi jetzt relativ lange weiter. Ich habe das über eine Stunde jetzt nachprobiert. 1 Minute aus, 3 Minuten an, das heißt 3/4 läuft sie. Und ich gehe davon aus, dass das reichen müsste, um jetzt wieder volle Leistung zu haben. Leider macht auch die Kamera heute wieder schlapp und schaltet sich aus. Ob es der Temperatur geschuldet ist, keine Ahnung. Unser Platz stellt sich auch an diesem Tag wieder als 1A-Lage heraus. Von uns zunächst unbemerkt, sie können erstaunlich leise sein, kommt nicht weit von uns entfernt eine Gruppe Elefanten aus dem Wald und quert den Fluss. Schaut genau hin, wie die Kleinen sich am Schwanz der Vorderen festhalten. Kurze Zeit später kommt von der Gegenseite eine noch größere Gruppe aus dem Wald und es fällt auf, wie vorsichtig die Leitkuh erst die Situation begutachtet und dann vorangeht. Auffällig ist auch hier wieder, wie viel Spaß Elefanten immer im Wasser haben. Hinter uns kommt nun die dritte Gruppe aus dem Wald und das Aufeinandertreffen findet auf offener Fläche statt, direkt vor uns. Total spannend. Okay, das ist eine Gruppe, die ist jetzt hier direkt in unserer Nachbarschaft. Die beobachten uns gerade. So, jetzt wird's spannend. 2 Familien treffen sich. Wenn man genauer hinschaut, kann man aber die verhältnismäßig entspannt hängenden Schwänze der Elefanten sehen, die immer ein besonders gutes Zeichen neben der Stellung ihrer Ohren und des Kopfes und natürlich ihrer Hormondrüse am Kopf bezüglich ihres Stresslevels sind. Sie sind alle sehr aufmerksam, ob es jetzt wegen uns ist, denn sie haben uns eindeutig realisiert, oder wegen etwas anderem können wir natürlich nicht sagen, aber sie sind einfach faszinierend zu beobachten. Selbst wir Laien am Rande können die Gruppenzugehörigkeiten eindeutig zuordnen, denn eine Gruppe hat den Fluss ja schon gequert und ist entweder ganz dunkel, weil nass, die schon geplanscht haben, oder die gelasseneren zumindest bis zum Bauch. Und so können auch wir ihre Reaktionen aufeinander gut auseinanderhalten. Das Ding ist, die haben uns jetzt schon wahrgenommen, die sehen uns. Vermutlich riechen sie uns jetzt auch. Da ist jetzt gerade Stau. 50 Meter von uns. Während die letzten Elefanten kommen, die fressen da ganz entspannt hier noch. Der Bulle kommt nochmal an den letzten Ast hier entlang. Da hinten kommen die jetzt gleich. Man sieht da ein kleines Stück Dickhäuter ihres Weges entlang gehen. Seht ihr, wo wir jetzt hier stehen? Mein Mann ist etwas nervös, hat Angst um seine Markise. Jetzt sagt mir mein Mann plötzlich von hinten, ich soll irgendwo aufpassen, wo ich sonst immer aufgepasst habe. Das sind alles noch die Kühe mit ihren Kälbern. Jetzt hoffen wir mal, dass der Bulle da auch... Da erscheint er. Die sind aber sehr relaxed. Und ziehen jetzt einfach friedlich von dann. Zur kurzen Verdeutlichung, da sind die Elefanten. Ich mache mal jetzt einen Schwenk. Und da ist mein Mann und unser Auto. So, René ist gerade von irgendeinem Tausendfüßler in den Fuß gestochen worden. Wir haben ihn noch, oder René hat ihn danach noch mal gesehen, oder wir haben ihn alle gesehen. Aber wieder rot jetzt. Es ist wie ein Wespenstich, jetzt wird es rot. Wir haben es mit so einem Heißstich
Stiften mal behandelt. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Das wird spannend. Aber von den Füßen her war der da. Nee, der war nicht schwarz. Der war braun und hatte Punkte. Der hatte Punkte. Ja, der hatte Punkte und war braun. Also, ihr seht das. Und jetzt zeige ich euch noch mal was anderes. Ich gehe mal mit euch raus, wie die Herrschaften hier sitzen. Was fällt euch dabei auf? Warme Kleidung. Und jetzt könntet ihr mal einen Tipp abgeben, was auf dem Temperaturmesser, wo der Fühler draußen ist, steht. 28 Grad. Ich sag ja immer 25. Ich sag 23. Arno ist am nächsten dran. Wir sind wieder unterwegs, Tag 3, nachdem wir uns dort auf diesem wunderbaren Platz am Southern Luangwa oder am Luangwa-Fluss niedergelassen haben. Unser Kühlschrank ist ja, macht uns große Probleme. René hat ihn jetzt notdürftig repariert. Wir haben uns entschieden, dass wir mit dieser Reparatur weiterfahren und fahren jetzt in den Nationalpark oder durch den Nationalpark durch in Richtung Nordosten. Burundi, Ruanda, wir kommen, aber erstmal Southern Luangwa. Die in direkter Nachbarschaft liegenden 3 Nationalparks Southern, Northern Luangwa und Luambe können nur in der Trockenzeit besucht werden, da der zu befahrende Untergrund aus sogenanntem Black Cotton Soil besteht, der in nassem Zustand wie schlimmste Nougatpampe-Fahrzeuge festsetzt und nicht mehr loslässt. Nicht zu empfehlen. Während wir uns auf das Wasserloch konzentriert haben, wo gerade ein Krokodil verschwunden ist, es ist ja eigentlich nicht ein Wasserloch, es ist ja eigentlich ein Fluss, der nur noch ein paar Reste Wasser hat. Ein schöner Vogel, der gerade gerufen hat. Guck ich rechts zufällig aus dem Fenster und was ist da? Ups, ein Skelett von einem Wasserbüffel. Ich schätze mal, hier haben sich ein paar Herrschaften mit langen spitzen Zähnen sehr gütlich getan. Und den Rest haben die Geier und sonstige Tiere gemacht, Hyänen und. Weil da ist nicht mehr viel dran. Ein paar Meter weiter entdecken wir 2 Elefanten, die uns etwas stutzig machen. Einer von ihnen macht scheinbar ganz geruhsam ein Schläfchen, während der andere im Schatten auf ihn aufpasst. Doch er liegt still, sehr still. Wir sind jetzt doch etwas verunsichert, weil der liegende Elefant doch sehr liegt und sich gar nicht rührt. Wir werden es merken, wenn wir vorbeifahren, aber das ist schon sehr ungewöhnlich. So ein eventuell tiefenentspannter Elefant. René hat jetzt mal unsere Autotür zugeschlagen und wir glauben leider doch, dass der Elefant nicht tiefenentspannt ist, der da liegt, sondern dass er einfach nicht mehr lebt. Armer Kerl. Dexter, guck mal, ein tiefenentspannter. Das gibt's ja wohl nicht. Dankeschön, da freuen wir uns. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann ein Elefant so tief schlafen? Das ist ja der Hammer. Das ist echt der Hammer. Sein Nachbar geht jetzt mal hier ein bisschen futtern.
Baby-Tempo. Ja. Recht-Taste. Da sind noch ganz viele. Ja, auch. Jetzt entwickelt sich gerade mal wieder eine ungünstige Situation. Vor uns sind die Elefanten und die Elefanten, die eben noch seitlich von uns waren, rechts von uns, die sind jetzt hinter uns gezogen und haben uns hier eingekesselt. Jetzt müssen wir uns noch mal irgendwie überlegen, wie wir mit der Situation hier umgehen und hier wieder rauskommen. Dankeschön. Frühstück mit Ausblick auf die Hippos. Ich finde es mal wieder total geil. Nicht nur die Hippos erfreuen uns, auf der anderen Seite sehen wir zum ersten Mal seit wirklich langer Zeit große Kudus, die oftmals extremst scheu und daher schwer zu sichten sind, hier aber einen sehr entspannten Eindruck machen. Es gibt einige Besonderheiten hier im Luangwa-Tal. Dazu gehören unter anderem die Crawshay-Zebras und auch die Thorney Croft oder besser gesagt Luangwa-Giraffe, die endemisch in diesem Tal vorkommen. Tag. Wir haben euch übersehen. Das tut uns leid. Wir waren so auf die Elefanten konzentriert. Hallo, ihr Schönen. Hier wird es gerade immer enger, weil wir mit der Höhe aufpassen, dass wir mit unserem Alkoven hier unten durchkommen. Aber bis jetzt hat das ja immer funktioniert. Tipptopp. Unsere gewählte Strecke führt nicht direkt durch den Southern Luangwa National Park, sondern parallel zum Flussverlauf auf dessen östlicher Seite außerhalb der Parkgrenzen. Hier gibt es eine Transitstrecke Richtung Malawi und wir möchten zwischen südlichem und nördlichem Nationalpark wieder gen Norden das Flusstal verlassen, denn wenn man mit Zeit reist, muss man nicht in die Parks. Diese haben ja keine Grenzen und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, die Tiere sind überall. Der lässt mich hier im Busch zurück. Es wird immer enger und tiefer mit den Ästen. Ja, ein schöner Slalom hier. Aber ich habe ja festgestellt, dass in der Elefantenregion ist das mit der Höhe gar kein Problem, weil die Elefanten, die sind ja so hoch wie unser Auto. Und das heißt, alles, was auf der Höhe im Weg ist, das haben die eigentlich schon weggerobbt. Deswegen funktioniert das relativ gut. Nicht damit sie uns den Weg frei machen. Ach so. Jetzt wird spannend. Ob und wie wir da durchkommen, das zeigen wir euch dann in der nächsten Woche. Ich kann euch versprechen, es wird wirklich spannend. Denn neben dieser prekären Lage warten mehrere Wasserquerungen auf uns und eine geplante Fähre über den Luangwa gibt es nicht, sodass wir entscheiden müssen, durchfahren oder umdrehen. Und wer uns kennt, weiß, dass B keine Option ist. Wir aber definitiv an unsere Grenzen stoßen und es echt gefährlich wird. Doch das gibt es erst nächste Woche. Wir danken euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Empfehlt uns gerne weiter und wir wünschen euch einfach nur eine gute Woche. Bleibt alle schön gesund und bis dahin sagen wir Tschüss und Bye-bye.